Außen der absolute Knuspertraum, innen ein feurig würziger Fleischkern. Das sind echte Bombas della Barceloneta. Ich zeige euch heute den entscheidenden Trick, damit sie beim Frittieren garantiert stabil bleiben. Wir starten mit der Fleischfüllung. Dafür schneide ich eine halbe Zwiebel in feine Würfel. Eine Zehe Knoblauch wird erst flach gedrückt und dann fein gehackt. Nun setzen wir eine Pfanne auf. Etwas Olivenöl in die heiße Pfanne geben. (150 Gramm Rinderhackfleisch scharf anbraten. Wir wollen hier richtig schöne Röstaromen erzeugen. Das gibt der Füllung später die nötige Tiefe. Lasst das Fleisch ruhig etwas Farbe annehmen. Nun kommen die Zwiebeln dazu. Sie schwitzen im Fett des Fleisches mit an und bringen Süße hinein. Jetzt folgt der Knoblauch. Den geben wir bewusst etwas später hinein, damit er uns in der heißen Pfanne nicht verbrennt. Jetzt die Gewürze. Je 1 Teelöffel Kreuzkümmel, scharfe Paprika, ein halber Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Meersalz. Die Füllung muss fast überwürzt schmecken, weil die Kartoffelmasse später extrem viel Geschmack schluckt. Ein Esslöffel Tomatenmark für die Farbe und die Bindung. Kurz am Pfannenboden anrösten lassen. Zwei bis 3 Esslöffel Wasser dazugeben. So brennt nichts an und das Tomatenmark verteilt sich perfekt. Perfekt. Die Pfanne vom Herd nehmen. Die Fleischmasse muss jetzt abkühlen, bevor wir die Kugeln formen. Nun setzen wir 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln in gesalzenem Wasser auf. Sobald sie weich sind, vom Herd nehmen. Die Kartoffeln noch warm pellen. Verarbeitet die Kartoffeln unbedingt noch warm zur Masse. Solange sie warm sind, bleibt alles schön geschmeidig. Wenn sie abkühlen, wird die Stärke fest und die ganze Masse wird zäh und klebrig. Passt beim Pellen aber auf eure Finger auf. Die sind jetzt richtig heiß. Die Kartoffeln direkt durch die Presse drücken. Bitte niemals einen Pürierstab benutzen. Der zerstört die Stärkemoleküle und wir bekommen zähen Tapetenkleister statt eines feinen Teiges. Eine einfache Kartoffelpresse reicht hier völlig aus. Gewürzt wird mit einem Teelöffel Meersalz, einem Viertel Teelöffel Pfeffer und einem Eigelb. Das Eigelb sorgt nachher für die Stabilität. Die Masse jetzt einmal ordentlich vermengen, bis alles gleichmäßig verteilt ist. Zum Schluss kommt genau 1 Teelöffel Olivenöl dazu. Das bringt Geschmeidigkeit, macht den Teig aber nicht zu flüssig. Ganz wichtig, jetzt 30 Minuten in den Kühlschrank. Die abgekühlte Masse klebt jetzt kaum noch. Jetzt nehmen wir uns eine Portion von der Kartoffelmasse.
Das ergibt am Ende 6 schöne große Bombas. Die Masse kurz rollen. Flach drücken und in der Mitte eine coole Form. In diese Kuhle kommt jetzt ein reichlich gehäufter Esslöffel von unserer abgekühlten Fleischfüllung. Den Kartoffelteig von den Rändern nach oben ziehen und die Füllung komplett umschließen. Den Ball zwischen den Händen rund rollen und fest verdichten, damit keine Luftblasen bleiben. So sieht die erste fertige Bombe aus. Insgesamt haben wir aus der Menge jetzt 6 schöne große Bombas geformt. Für die Kruste nehmen wir 50 Gramm Mehl. In die mittlere Schale kommen 2 Eier. Und rechts verteilen wir 150 Gramm Semmelbrösel. Die Eier gründlich verquirlen. Die Bomber zuerst im Mehl wenden, das bindet die Feuchtigkeit. Überschüssiges Mehl klopfen wir leicht ab. Danach geht es ab ins verquirlte Ei. Schön vorsichtig wenden, bis die Kugel rundherum komplett benetzt ist. Jetzt direkt in die Brösel geben, von allen Seiten panieren und in den Händen noch einmal leicht nachformen. Und jetzt der Trick für die Stabilität. Wir panieren doppelt, also noch einmal zurück in das Albert tauchen. Und ein letztes Mal in die Brösel. Diese doppelte Hülle ist unser Schutzpanzer beim Frittieren. So bleibt die Bomber stabil und läuft uns gleich nicht im heißen Fett aus. Schaut euch das an. Das machen wir mit allen 6 Stück. Den Teller vor dem Frittieren nochmal 15 Minuten kalt stellen. Neutrales Pflanzenöl im Topf heiß werden lassen. Das Öl hat 180 Grad. 3 Bombers vorsichtig hineingleiten lassen. Da schon alles gar ist, wollen wir die Kruste jetzt nur noch goldbraun und kross backen. Mit der Schaumkelle die Bombers im sprudelnden Öl vorsichtig bewegen, damit sie von allen Seiten perfekt bräunen. Nach 3 bis 4 Minuten holen wir die erste Bombe heraus und lassen sie abtropfen. Auf Küchenpapier betten, damit sie nicht fettig werden und maximal knusprig bleiben. Jetzt folgen die verbleibenden Stücke aus ihrem heißen Bad. Am Ende haben wir eine wunderbare Kruste und ein tolles gleichmäßiges Ergebnis. Jetzt richten wir an. 3 Kleckse hausgemachter Aioli auf den Teller setzen. Mein Rezept dazu findet ihr oben verlinkt. Die Bombers auf die Kleckse setzen. Das gibt Stabilität, damit sie uns auf dem Teller nicht wegrollen.
Oben auf jede Kugel kommt jetzt noch einmal ein Teelöffel von der Aioli. Und obendrauf ein Klecks scharfe Salsa Brava. Das Soßenrezept findet ihr oben bei meinem Video zu den Patatas Bravas. Außen knusprig, innen cremig und feurig. Ein absolutes Highlight aus der spanischen Tapasküche. Der Moment der Wahrheit. Schaut euch diesen schönen, perfekt gewürzten Kern an. Wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst mir unbedingt ein Like da. Für mehr spanische Klassiker abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Buen provecho, kocht es nach und bis zum nächsten Mal.